Mischa Gabowitsch, was würden Sie sagen? Ist es eigentlich nicht irrational, überhaupt zu protestieren in Russland? Nein, irrational ist das überhaupt nicht. Es kann ja ganz verschiedene Beweggründe geben für Protest. Zum einen will man vielleicht einfach etwas ganz Konkretes erreichen und es gibt genug Fälle, wo durch Protest unter anderem, auch durch Briefe schreiben, andere Kommunikationsformen, tatsächlich ein Ziel erreicht wurde. Das andere ist, man protestiert ja nicht nur, um strategisch ein Ziel zu erreichen, sondern zum Beispiel, um einfach mit anderen zusammen zu sein, die ähnlich denken und fühlen. Und auch das kann für das eigene Leben, für die eigene Entwicklung sehr wichtig sein. Und man kann nicht sagen, es ist irrational, aus diesem Grund auf die Straße zu gehen. Also Beweggründe gibt es sehr viele und ich würde die wenigsten davon als irrational abstempeln. Kann man sagen, dass es da in den vergangenen Jahren eine Veränderung gegeben hat in den Beweggründen für eine Mehrheit der Leute, um zu protestieren in Russland? Dadurch, dass es einfach mehrere richtig große Protestwellen gegeben hat, also um 2012 zum Beispiel für faire Wahlen, dann gegen die Rentenreform und so weiter, hat sich so eine Art Protestbühne entwickelt. Ganz oft ist es so, man kommt auf einen Protest nicht unbedingt, weil es einem um das offizielle Anliegen geht, für das protestiert wird, sondern weil man einfach mit anderen kommunizieren will. Das heißt, es hat so eine engere Verzahnung gegeben zwischen verschiedenen Protestanliegen und ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Veränderung. Also schon davor, auch in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wurde ja immer wieder und an ganz vielen verschiedenen Orten protestiert, aber diese Proteste waren zumeist fast vollkommen isoliert voneinander. Es haben sehr unterschiedliche Menschen protestiert, die voneinander oft nicht einmal wussten. Es wurde immer wieder geschrieben, in den vergangenen Jahren hätten vor allem auch Jugendliche an den Protesten in Russland teilgenommen. Was würden Sie dazu sagen? Was man festhalten kann, ist, in Russland wie in eigentlich allen anderen postsozialistischen Ländern demonstrierten in den 90er Jahren vor allem alte Menschen. Zum einen, weil die Jungen einfach mit Überleben beschäftigt waren. Sie mussten Geld verdienen, die meisten hatten mehrere Jobs gleichzeitig. Denen fehlte schlicht und einfach die Zeit. Bei der ersten großen landesweiten Protestwelle 2011 bis 2013 hat man zum ersten Mal gemerkt, es waren ganz viele Menschen so um die, ganz grob gesagt, um die Mitte 30 dabei. Also man kann es überhaupt nicht auf die reduzieren, aber die waren auf jeden Fall sehr präsent. Und dann 2017 gab es eine große Protestwelle, die tatsächlich in erster Linie von Alexei Nawalny und seinen Unterstützern organisiert wurde. Und da hat man wirklich, vielleicht weniger in Moskau, aber landesweit gemerkt, es waren ganz viele Schüler oder ganz, ganz junge Menschen dabei. Womit lässt sich das erklären? Hat das vor allem mit der Form der Mobilisierung von Alexei Nawalny zu tun? Auf jeden Fall, ja. Also die neuen Kommunikationsmittel, Stichwort Internet, sind natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, dass es eine jüngere Alterskohorte gibt, die vielleicht die repressive Reaktion des Staats noch nicht so mitbekommen hat, die vielleicht einfach noch keine Angst haben. Was sich natürlich spätestens in dem Moment ändert, wo sie an einem Protest teilnehmen, der dann niedergeknüppelt wird. Sie sagen, das löse Angst aus, wenn man dann niedergeknüppelt wird, aber kann das nicht genau auch zu einer stärkeren Radikalisierung und einer stärkeren Überzeugung im eigenen Protest führen bei den Leuten? Ja, aber eher bei einer Minderheit. Also ich denke, in den Fällen, wo ein Protest wirklich brutal niedergeschlagen wird, da gibt es in Moskau ein paar Beispiele, aber in der Provinz ganz viele, führt das doch in den meisten Fällen eher dazu, dass man vorsichtiger wird. Bei einer Minderheit sicher auch zu einer Radikalisierung, das ist klar. Es gibt immer Menschen, die auch einen Gefängnisaufenthalt in Kauf nehmen, aber natürlich nicht in der Masse. Also es ist kaum vorstellbar, dass ein Protest brutal zusammengeschlagen wird und dann plötzlich am nächsten Tag 10.000 Menschen gerade deshalb auf die Straße gehen. In Russland zumindest ist das im Moment kaum möglich. Wenn man sich die Veränderung ansieht jetzt in Russland seit der letzten größeren Protestbewegung 2011 bis 2013, kann man da sagen, dass die Stabilität, die vom politischen System immer wieder versprochen wird unter Wladimir Putin, dass diese Stabilität seither
nicht wirklich eingehalten wurde? Ja, es ist immer eine Frage dessen, was man als Stabilität bezeichnet und womit man es vergleicht. Man muss immer dazu sagen, trotz sinkender Öl- und Gaspreise, trotz der Sanktionen gegen Russland und so weiter, gibt es viele Dinge im Alltag in Russland, die merklich besser werden. Ja? Und auch wenn man als Analytiker sagen kann, ja, aber das wird alles auf Pump finanziert und es kommt nicht allen gleich zugute und so weiter, sehen doch sehr viele Menschen in ihrem Alltag, guck mal, die Infrastruktur wird besser. Das fängt an mit, ich weiß nicht, Leihfahrrädern in Moskau, mit einem besseren Bankensystem und so weiter. Also das Alltagsleben wird weiterhin komfortabler für viele. Kann man das auch für die Region von Russland sagen? Zum Teil, das ist sehr unterschiedlich. Für einige Regionen ja, für andere nein. Die Schere wird größer, das ist ganz eindeutig. Ich denke, für jeden Einzelnen, um zur Anfangsfrage zurückzukommen, wann ist es rational zu protestieren? Für jeden Einzelnen ist es im Moment meistens rationaler, sich um sozusagen das eigene Alltagsleben zu kümmern. Also die eigene berufliche Situation zu verbessern oder es zu versuchen, die eigenen finanziellen Probleme zu lösen und so weiter. Dann kommt aber natürlich der Punkt, wo man merkt, es geht nicht weiter. Dieses Gefühl des Nicht-Weiterkommen-Könnens, das könnte in Zukunft natürlich eine Quelle von neuem Protest sein. Aber in welche Richtung dieser Protest dann geht, das kann man auch nicht vorhersagen. Also man darf auch nicht den Fehler machen, immer zu sagen oder zu denken, jeder Protest in Russland ist automatisch ein Protest gegen Korruption, für eine Demokratisierung und für pro-westliche Reformen und Freundschaft mit westlichen Ländern. Auf gar keinen Fall.